Before we fired up the bike, I figured I'd get my dad fired up one last time. Throw that on there. American Chopper war nicht nur eine Fernsehsendung, es war ein Phänomen der Popkultur. Aber sobald die Türen des Ladens geschlossen waren und die Kameras aufhörten zu drehen, wo sind alle hin? Heute unterhalten wir uns mit den Darstellern von American Chopper. Und glauben Sie uns, einige ihrer Geschichten werden Sie schockieren. Vermerken Sie OCC, wenn Sie die Sendung live gesehen haben. Oder 1, wenn Sie die Sendung erst kürzlich gesehen haben. Mal sehen, wie viele echte Fans es da draußen noch gibt. Fangen wir an mit 1. Paul Tuttle Sr. Trotz seines starken Auftritts im Fernsehen war Paul Tuttle Sr. hinter den Kulissen ein schwierigeres Leben, als alle ahnen. Der schnauzbärtige Gründer von Orange County Choppers hat einen Krieg erlebt, mit dem die meisten Menschen nicht gerechnet haben. Berühmtheit, Gerichtsverfahren, Insolvenz und Neuanfang. Er schuf personalisierte Fahrräder, aber seine wahre Geschichte war weitaus chaotischer. Paul begann seine Karriere mit seinen Händen, nachdem er 1949 in Yonkers, New York, geboren wurde. Er kehrte nach seinem Dienst bei den Merchant Marines während des Vietnamkriegs nach Hause zurück und gründete ein kleines Schweißunternehmen. Zunächst waren es nur er und ein Lastwagen, aber er baute es zu einem Unternehmen mit 70 Mitarbeitern aus. Seine Leidenschaft für Motorräder wurde durch den Film Easy Rider entfacht. Im Jahr 1999 beschloss er schließlich, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Sein Leben veränderte sich radikal, als er Orange County Choppers gründete. Als eines seiner Motorräder, True Blue, bei einer großen Biker-Veranstaltung in Daytona auffiel, ging alles viral. Nachdem der Discovery Channel auf ihn aufmerksam geworden war, kam American Chopper 2002 erstmals ins Fernsehen. Es ging um mehr als nur um Motorräder. Die Leute konnten nicht genug bekommen von dem Chaos, das sich zwischen Paul Sr. und seinem Sohn, Paul Jr., jede Woche sahen Millionen von Zuschauern zu, wie sie Motorräder bauten, sich gegenseitig anschrien und unglaubliche Kunststücke vollbrachten. American Chopper war zu seiner Glanzzeit die beliebteste Sendung von Discovery. Die Zuschauer genossen das Drama, aber sie waren blind für die tatsächlichen Probleme, die sich hinter den Kulissen entwickelten. Paul Sr. wuchs zu schnell. In Newburgh, New York, baute er ein riesiges Hauptquartier mit einer Bowlingbahn, einem Ausstellungsraum und einem Café. Das Geld reichte nicht aus, auch wenn es beeindruckend schien. Das Unternehmen war nicht in der Lage, das Image aufrechtzuerhalten, das es zu fördern versuchte. Dann begannen die Dinge zu scheitern. Thomas Derbyshire reichte 2017 eine Klage gegen Paul Sr. mit der Begründung, er habe eine Investition von $1,8 Millionen, die für eine neue Fernsehshow bestimmt war, veruntreut. Laut Gerichtsdokumenten soll Paul Sr. dubiose Geschäfte hinter dem Rücken seiner Partnerin ausgehandelt, sich geweigert, mit den vertraglich verpflichteten Schauspielern zu arbeiten und einen persönlichen Urlaub genommen, während er eigentlich für Dreharbeiten vorgesehen war. Einem Beispiel zufolge soll er seiner Freundin als Gegenleistung für die Werbung für ein Unternehmen im Fernsehen kostenloses Hundefutter gegeben haben. Die Situation verschlimmerte sich, als Derbyshire Paul beschuldigte, Firmengelder zu verwenden, um die Löhne seines Sohnes Michael ohne Genehmigung zu zahlen. Auch wenn Paul Sr. die Vorwürfe zurückwies, war der Schaden bereits angerichtet. Seine Finanzen brachen rapide zusammen. Anfang 2018 meldete er Konkurs nach Kapitel 13 an. Laut seinen Gerichtsunterlagen betrug sein Vermögen etwas weniger als $2 Millionen, seine Schulden jedoch über $1 Million. Zu diesem Zeitpunkt verdiente er etwa $15.000 pro Monat, gab aber fast alles davon aus, um seine Ausgaben zu decken. Schlimmer noch, es stellte sich heraus, dass er Zehntausende von Steuern schuldete und kurz davor stand, sein riesiges New Yorker Anwesen zu verlieren. Der Ernst der Lage wurde deutlich, als weitere Konten auftauchten. Paul Sr. wurden jahrelange skrupellose Geschäftspraktiken vorgeworfen. Wheezy B. die Weitergabe von Firmenvermögen an Familienmitglieder, um die Bezahlung von Gläubigern zu vermeiden. Der ehemalige Reality-TV-König schien am Rande des Zusammenbruchs zu stehen. Paul Tuttle Sr. war jedoch nicht der Typ, der deprimiert blieb. Durch den Verkauf seiner persönlichen Besitztümer und Immobilien konnte er 2019 seine Verbindlichkeiten begleichen. Er verpflichtete sich, alle seine Schulden zu begleichen. Im Gegensatz zu vielen namhaften Persönlichkeiten, die vor dem Konkurs fliehen.
Sein Anwalt bezeichnete dies als einen vorausschauenden, klugen Schritt und nicht als einen Verlust. Paul Sr. zog es vor, sich neu zu erfinden, anstatt unterzutauchen. Im Jahr 2021 packte er seine Sachen und zog nach Florida, wo er zusammen mit dem erfahrenen Gastgewerbler Keith Overton das OCC Roadhouse and Museum eröffnete. Es war mehr als nur ein Museum oder ein Restaurant. Dort gab es einen riesigen Unterhaltungskomplex. Es gab einen riesigen Restaurantbereich mit einem Konzertzelt, Motorrädern und Erinnerungsstücken. Anlässlich der Eröffnung gab es ein großes Fest mit Familien, Motorrädern und Livemusik. Für Paul wurde das Roadhouse zu einer neuen Ikone. Es zeigte, dass er noch immer Kunden anziehen konnte und dass die Marke Orange County Chopper noch immer lebendig war. Er war nicht mehr nur ein Fahrradverkäufer. Er vermarktete ein Erlebnis. In der Zwischenzeit kehrte auch American Chopper zurück. Die Show kehrte 2018 für eine zweite Staffel auf Discovery Channel zurück und konzentrierte sich auf Paul Sr. und Paul Jr. Wie sie versuchen, ihre beschädigte Beziehung und ihre jeweiligen Geschäfte wieder in Ordnung zu bringen. Paul konnte seine Sicht der Dinge schildern und durch seine Rückkehr in die Heimat seine Bekanntheit wiedererlangen. Paul Sr. führt nicht mehr das glamouröse Leben, das man ihm einst zugetraut hatte. Das Multimillionen-Dollar-Unternehmen, das er einst hatte, ist weit entfernt von seinem derzeitigen Nettovermögen von nur $500.000. Er steht jedoch weiterhin auf, schafft und macht die Dinge auf seine Weise. Er ist seit fast 10 Jahren mit seiner Langzeitfreundin Joan Bolger Kay zusammen. Seinen anderen Kindern, insbesondere seiner Tochter Kristen, die als Kinderkrankenschwester in New York arbeitet, steht er trotz seiner turbulenten Beziehung zu Paul Jr. weiterhin nahe. 2. Paul Tuttle Jr. M2. Oktober 1974 wurde Paul Tuttle Jr. in Montgomery, New York, geboren. Obwohl er nicht die Absicht hatte, berühmt zu werden, hatte das Leben andere Pläne. Die meisten Menschen verbinden ihn mit American Chopper, der Fernsehsendung, die modifizierte Motorräder in den Vereinigten Staaten populär machte. Doch die glänzenden Motorräder, die Millionen und die Berühmtheit geben nur einen Teil der Wahrheit preis. Sucht, Rechtsstreitigkeiten, ein quälender Kampf mit seinem Vater und der entschlossene Wille. New Anzufang waren die treibenden Kräfte hinter allem. Fahrräder waren nicht Paul Jr., seine erste Erfindung. Im Alter von 12 Jahren begann er bei den Orange County Iron Works, dem Unternehmen seines Vaters, den Umgang mit Stahl zu erlernen. Im Laufe der Jahre entwickelte er ein Talent, wie es nur wenige haben. Gemeinsam gründeten Paul Jr. und sein Vater im Jahr 1999 die Firma Orange County Choppers. Der Zeitpunkt war ideal. Die Nachfrage nach Custom-Motorrädern war in vollem Gange. Außerdem erregten Pauls originelle Entwürfe, wie die Black Widow und das Firebike, Aufmerksamkeit. Millionen von Menschen schauten jede Woche American Chopper, um die Motorräder und die Kämpfe zu sehen. Die Welt sah zu, wie sich der Vater-Sohn-Konflikt immer mehr zuspitzte. Im Jahr 2009 platzte er schließlich. Nach einer hitzigen Konfrontation entließ Sr. seinen Sohn vor laufender Kamera ab. Aber das eigentliche Problem war das Geld. Junior, der 20% des Unternehmens besaß, warf seinem Vater vor, er habe OCC-Gelder für persönliche Ablenkungen vergeudet. Es kam zu einer Reihe von Gerichtsverfahren. Und Sr. versuchte sogar, Junior dazu zu bringen, auf seinen Anteil am Unternehmen zu verzichten. Obwohl sie sich schließlich auf einen privaten Vergleich einigten, war die Vereinbarung von einiger Brutalität geprägt. Junior kämpfte eine Zeit lang mit der Konstruktion von Motorrädern. Gerade als er seine Karriere am meisten brauchte, wurde sie weggesperrt. Paul Jr. hatte jedoch nicht die Absicht, aufzugeben. Er gründete Paul Jr. Designs M1, April 2010. Mit nur 7 Mitarbeitern und viel Druck war es kein großes Unternehmen, aber es war ein neuer Anfang. Es ist faszinierend, dass sein erster Entwurf kein Motorrad war. Seine Initiative, ein Hundepark für seine Gemeinde, zeigte, dass er mehr als nur ein Fahrradliebhaber war. Er konnte fast alles konstruieren. Dann ging es richtig los. Er verkaufte 12.000 Coleman Grills, nachdem er einen so umgestaltet hatte, dass er einem Fahrradmotor ähnelte. Er sammelte mehr als $1 Million für wohltätige Zwecke, indem er ein Tributfahrrad aus Stahl baute, der aus den Trümmern des World Trade Centers geborgen wurde. Um die Sicherheit von Versorgungsleitungen zu fördern, entwarf er Fahrräder im Stil von Schaufeln für Bagger.
Jedes Projekt stellte einen bestimmten Aspekt seiner Fähigkeiten heraus. Bis 2024 hatte Paul Jr. Designs 47 einzigartige Motorräder für Kunden wie das US-Militär, Geico und Cadillac gebaut. Heutzutage bewegen sich seine Entwürfe zwischen 150.000 und 500.000 $. Er hat sogar begonnen, Oldtimer zu reparieren, wie zum Beispiel einen wunderschönen Lincoln Zephyr von 1939. Trotz seines Erfolgs verfolgte ihn die Vergangenheit weiter. Paul Jr. feierte 2012 in American Chopper Senior vs. Junior ein Comeback im Fernsehen. Der Film rührte zwar an alte Narben, aber die Zuschauer liebten ihn. Die Spannung war so groß wie eh und je, als Senior in einer Folge einen der Entwürfe von Junior kritisierte. In einer Folge kritisierte und behauptete, er sei übertechnisiert. Es gab jedoch einige Anzeichen für eine Besserung. In seinem Podcast im Jahr 2021 sagte Junior, dass sein Vater an der Geburtstagsfeier seines Sohnes Hudson teilnahm. Sie hatten sich seit 2015 außerhalb der Arbeit nicht mehr gesehen. Die Situation war ein Schritt nach vorn, aber keine vollständige Versöhnung. Junior hatte auch mit Schwierigkeiten in seinem Privatleben zu kämpfen. In seinem Buch The Build räumte er ein, dass er, um die verrückten Fristen während der OCC-Tage einzuhalten, in erheblichem Maße von Opioiden abhängig war. Wenn er mit Vicodin zugedröhnt war, schweißte er gelegentlich 18 Stunden lang am Stück. Er änderte sein Leben 2010, nachdem er geheiratet hatte und zum Christentum konvertiert war. Nach der Entlassung von Junior verließ sein Bruder Michael das OCC und schloss sich ihm bei PJD an, obwohl der Vater ihm nicht verziehen hatte. Die Wunden blieben auch dann noch bestehen, als Michael Jahre später zu OCC zurückkehrte. Das Vatersein hat Paul Jr. tiefgreifend verändert. Nach der Geburt seines Sohnes Hudson im Jahr 2015 begann er, für Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden, die sich für Veteranen und psychische Gesundheit einsetzen. Er sammelte Zehntausende von Dollar für Organisationen, die ihm am Herzen liegen, indem er die Einnahmen aus den Artikeln seines Unternehmens spendete. Das Unternehmen expandierte weiter. Im Jahr 2024 erwirtschaftete PJD mit der Einführung seiner Bekleidungslinie über 2 Millionen $. 250.000 Menschen hörten sich jeden Monat seinen Podcast an. Er verdiente sogar fast 1 Million $, indem er seine Bekanntheit nutzte, um maßgeschneiderte Konstruktionen für Soldaten zu versteigern. Einige Dinge sind jedoch trotz aller Fortschritte nicht besser geworden. Junior sagte in einem Interview 2024, dass er und sein Vater seit ihrem letzten Streit über ein Fahrraddesign nicht mehr miteinander gesprochen hätten. Er sagte, ich werde Dad immer dafür loben, dass er mir Mumm beigebracht hat, auch wenn wir seit dem ABC Supply Fiasko nicht mehr miteinander gesprochen haben. P3. Michael Tutul. Mikey Tutul wuchs umgeben von Motorrädern und der Metallszene auf. Er wurde am 26. November 1978 in Suffern, New York, geboren und begann mit 14 Jahren in der Ironworks Company seines Vaters Paul Tutul Sr. zu arbeiten. Im Alter von 14 Jahren. Angefangen hat er mit niederen Tätigkeiten wie der Müllabfuhr und dem Beantworten von Telefonanrufen. Niemand konnte vorhersehen, dass er Jahre später eine bekannte Figur im nationalen Fernsehen sein würde. Alles änderte sich, als Orange County Choppers mit der Produktion von Custom-Motorrädern begann. All's American Chopper, die Reality-Sendung der Familie, 2003 im Fernsehen ausgestrahlt wurde, waren die Zuschauer von den wilden Auseinandersetzungen zwischen Paul Sr. und Paul Jr. Mikey, der lässige, humorvolle Bruder, der alle zum Lachen brachte, befand sich mitten in diesem Chaos. Obwohl seine Fans ihn verehrten, wussten nur wenige, dass Mikey hinter seinen Witzen heimlich um die Gunst seines Vaters kämpfte. Jahre später erklärte Mikey in einem Interview, dass er immer das Lob seines Vaters gesucht habe. Man fühlt sich wertvoller, wenn man es von seinem Vater erhält. Viele seiner späteren Entscheidungen wurden von diesem Bedürfnis beeinflusst. Das Unternehmen hat in den Jahren, in denen die Veranstaltung am beliebtesten war, mehr als nur Motorräder hergestellt. Es wurden Millionen verdient. Orange County Choppers, das Spielzeug, T-Shirts und Fahrräder verkaufte, wurde zu einem 30 Millionen $ Unternehmen. Mikey half gelegentlich beim Fahrradbau. In der 3. Staffel baute er sogar sein eigenes. Aber Mikey fühlte sich im Vergleich zu Paul Jr. immer wie ein Außenseiter. Fähigkeiten, indem sie ihn als liebenswerten Verlierer im Vergleich zu seinem jähzornigen Vater darstellten,
konnten die Filmemacher aus diesem Image Kapital schlagen und die Unterstützung des Publikums für ihn steigern. Das Leben abseits der Kamera war jedoch nicht so einfach. Mikey kämpfte hinter seinen Witzen und seinem Grinsen gegen den Alkoholismus an. Im Dezember 2009 begab er sich in Behandlung, was in der Sendung gezeigt wurde. Mit diesem Schritt änderte sich alles. Das war der Beginn seines allmählichen Ausstiegs aus dem Programm und dem Familienunternehmen. Nach seinem Ausscheiden aus dem OCC fasste Mikey den Entschluss, sich zu verändern. 2010 gründete er in Montgomery, New York, die Wolfgang Gallery. Er begann, abstrakte Gemälde mit leuchtenden Farbtönen, kräftigen Pinselstrichen und unverfälschter Leidenschaft zu schaffen. Ich beginne mit einer leeren Leinwand, spritze Farbe und lasse Formen entstehen, verriet er in einer Videotour. Das Ziel ist es, ein unverfälschtes Gefühl einzufangen. Fans und Kunstsammler im Hudson Valley wurden von seinen Werken angezogen, die einst mehrere $1000 pro Stück einbrachten. Die Wolfgang Gallery wurde im Laufe der Zeit zu mehr als nur seiner Nebenbeschäftigung. Sie entwickelte sich zu einem öffentlichen Raum, in dem Künstler aus der Umgebung ihre Werke ausstellen konnten. Wie bei vielen kleinen Galerien traten jedoch finanzielle Probleme auf. Obwohl Mikey sich im Internet weiterhin als Inhaber der Galerie ausgab, wurde die Galerie 2025 diskret geschlossen. Mikey machte danach weiter. Im Jahr 2010 gründete er Michelangelo LLC, ein Unternehmen, das witzige T-Shirts, Poster und sogar seine eigene Pasta-Soßenlinie FarQ Products verkaufte. Nach ein paar Jahren verschwanden die Soßen aus den Regalen, obwohl sie mit ihrem eleganten Trüffelgeschmack eine Hommage an seine italienische Herkunft darstellten. Seine T-Shirts waren weiterhin gefragt, und einige der Designs wurden für viel Geld auf Wiederverkaufswebsites verkauft. Als Nebenprojekt gründete er zusammen mit einem Lehrer die Kindermusikband Michelangelo. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten löste sich die Band, deren Lieder multikulturelle Themen behandelten, 2016 auf. Trotz seines hektischen Zeitplans fiel es Mikey schwer, nüchtern zu bleiben. Nach seiner Entziehungskur im Jahr 2009 hat er sich sehr bemüht, gesund zu werden. Im Jahr 2025 sagte Mikey in einem Podcast, dass das Abschneiden seines Bartes ein Neuanfang sei. Ich brauchte einen Neuanfang. Sein offener Umgang mit seiner Sucht zeigte Wirkung. Er versuchte, anderen zu helfen, indem er sein Fachwissen bei der Arbeit mit Rehabilitationseinrichtungen einsetzte. Seine psychische Gesundheit litt jedoch stark unter seiner Berühmtheit. Laut der 2024 Dokumentation The Tragic Life of Michael Teutel kämpfte er jahrelang mit Depressionen und Angstzuständen, die sich durch das Rampenlicht noch verschlimmerten. 2012 verließ er das Reality-TV und erklärte, er wolle sich nicht weiter unter Druck setzen, um seinen Ruhm zu erhalten. Nach dem Ende von American Chopper blieb sein Verhältnis zu seinem Vater angespannt. In Gerichtsakten aus dem Jahr 2015 hat Paul Sr. Mikey sogar vor, Chancen zu vertun. Mikey schlug zurück und beschuldigte seinen Vater, seine Kreativität durch seine herrschsüchtigen Methoden einzuschränken. Manche Wunden sind jedoch mit der Zeit verheilt. Im Jahr 2020 haben Mikey und Paul Jr. zusammen, um einen Hundepark in Montgomery einzurichten und zu zeigen, dass Familienbande zumindest vorübergehend Bestand haben können. Obwohl er sich zurückhielt, fand Mikey immer wieder neue Wege, um innovativ zu sein. Im Jahr 2024 nahm er an der Dallas Art Fair teil und stellte gemeinsame Werke mit der surrealistischen Malerin Catherine Kempowski vor. Ein Teil des Erlöses seines Konzerts, River Songs aus dem Jahr 2025, bei dem es um Sucht und Genesung ging, wurde an wohltätige Organisationen gespendet, die die Rehabilitation unterstützen. Wir, Rick Petco. Rick Petco strebte nie nach Popularität für sich selbst. Anstatt sich auf Kameras zu konzentrieren, baute er sein Leben um Metall herum auf. Er wurde 1968 in einem kleinen Dorf in Pennsylvania geboren und entdeckte schon früh seine Berufung. Als er 18 Jahre alt war, begann er als Kranführer bei Bethlehem Steel zu arbeiten, was weithin als eine der größten Herausforderungen gilt. Jeder einzelne Schnitt, den er machte, musste einwandfrei sein. So etwas wie Fehler gab es nicht. Diese Praxis begleitete ihn sein ganzes Leben lang. Fast unmittelbar danach meldete er sich in einer Schweißerschule an und begann, das Wickschweißen zu erlernen. Eine hochqualifizierte Arbeit, die in Flugzeugen und Rennwagen zum Einsatz kommt.
Bereits in den 1990er Jahren war er mit der Konstruktion von Fahrgestellen für die NASCAR betraut. Er war für die Herstellung von leichten Stahlrahmen verantwortlich, die sowohl stärker als auch schneller waren als alles, was die Teams je zuvor gesehen hatten. Seine Arbeit zog die Aufmerksamkeit auf sich. Sie war nicht sehr spektakulär, aber sie half den Fahrzeugen, Rennen zu gewinnen. Für Rick war nichts anderes wichtig als das. Danach arbeitete er über ein Jahrzehnt lang an Industrieöfen, wo er Temperaturen ausgesetzt war, die bei unzureichender Ausrüstung zum Schmelzen führen können. Um Unternehmen Millionen von Dollar zu ersparen, entwickelte er eine Methode zur Auskleidung von Öfen, die ihnen zu einer wesentlich längeren Lebensdauer verhalf. Auch hier gibt es kein Brimborium, sondern nur harte Arbeit, die gut gemacht ist. Im Laufe dieser Jahre gewann Rick ein tiefes Verständnis dafür, wie Metall atmet, sich dehnt und bricht, wenn es Hitze ausgesetzt wird. Diese Lektion sollte er später auf dem Bereich der Custom Bikes anwenden. Im Jahr 2003, als Rick Mitglied der Orange County Choppers wurde, hatte die Fotografie bereits begonnen. Während des Baus von Fahrrädern begannen die beiden Werkzeuge, sich gegenseitig anzuschreien. Das Fernsehen war nicht der Grund, warum Rick Mitglied wurde. Er wurde Mitglied, um zu konstruieren. Er entwarf nicht nur Auspuffrohre, die an Schlangen erinnerten, sondern formte auch von Hand gebogene Kupferleitungen für Tribute-Bikes, die Feuerwehrleute ehren sollten. In der Zeit, in der die anderen Darsteller um Leinwandzeit konkurrierten, hielt sich Rick im Hintergrund, arbeitete 70 Stunden pro Woche und löschte Flammen, die niemand sah. Doch hinter den Kulissen lief nicht alles reibungslos. Bei vielen Gelegenheiten gerieten Rick und Paul Sr. miteinander in Konflikt geraten. Bei einem der Kämpfe ging es um einen Benzintank, der unter den TV-Schnitten versteckt war. Rick wollte ein robusteres und besseres Aluminium verwenden. Senior wünschten sich etwas, das weniger teuer war. Ihr Weg wurde von Senior eingeschlagen. Es gab einen Riss im Tank. Bevor es überhaupt angezeigt werden konnte, musste Rick 3 Tage damit verbringen, die Situation zu bereinigen. Er war nicht nur von den Aufgaben erschöpft, die er zu erledigen hatte. Rick brauchte 3 Stunden, um von seinem Haus zum OCC zu gelangen. Jeden Tag legte er eine beträchtliche Strecke zurück. Er war 13 Jahre lang unterwegs und hat dabei etwa 1 Jahr seines Lebens verloren. Noch bevor er zu arbeiten begann, hatte er bereits Zehntausende von Dollar ausgegeben. Unmittelbar nach der Geburt seiner Tochter stieg der Preis noch weiter an. Da er hart daran arbeitete, so schnell wie möglich ein Fahrrad zu bauen, konnte er ihre ersten Schritte nicht miterleben. Dieses besondere Ereignis hat er nie vergessen. Im Jahr 2016 fasste Rick den Entschluss, sich zu verändern. Er ging eine Partnerschaft mit Pocono Mountain Harley Davidson ein und errichtete etwas, das es zuvor noch nie gegeben hatte. Eine maßgeschneiderte Produktionsstätte, die sich innerhalb eines Autohauses befand. Die Motorräder, die er fuhr, waren mehr als nur Ausstellungsstücke. Sie waren ein Beispiel für die Kunst der mechanischen Gestaltung. Die Fahrer waren bereit, fast $100.000 für die Gelegenheit auszugeben, eines zu erwerben. Aber Rick war noch nicht ausgereift. Die Herstellung von Messern ist ein weiterer Ausdruck seiner Begeisterung für die Handwerkskunst, die er in eine neue Form brachte. Seine Messer, die aus einem der haltbarsten Stähle der Welt gefertigt wurden, erfreuten sich bei den Meisterköchen schnell großer Beliebtheit. Sogar Thomas Keller bestellte ein Set. Rick hat keine Messer aus der Massenproduktion hergestellt. Jedes einzelne von ihnen durchlief ein aufwendiges 14-stufiges Verfahren, wurde bei Temperaturen eingefroren, die kälter waren als die Antarktis, und von Hand auf Hochglanz poliert. Als es um das Fernsehen ging, beschloss Rick, seinen eigenen Weg zu gehen. Obwohl Discovery ihn bat, an der Wiederauferstehung von American Chopper mitzuwirken, lehnte er das Angebot ab. In Interviews gab er öffentlich zu, dass die meisten Kämpfe, die die Zuschauer im Fernsehen sahen, gestellt waren. Er war nicht mehr daran interessiert, eine Rolle zu spielen, die nicht echt war. In der heutigen Zeit widmet Rick seine Zeit der Ausbildung von Lehrlingen in den traditionellen Methoden, um sicherzustellen, dass echte Handwerkskunst in einer Welt, die sich schnell in Richtung Automatisierung bewegt, weiterhin gedeiht. 5. Vincent DiMartino. Die Reise, die Vincent DiMartino antrat, war eine Herausforderung. Vinnie wurde 1972 im Hudson Valley in New York geboren. Seine Kindheit verbrachte er in der Autowerkstatt seines Vaters, wo er den Umgang mit Schraubenschlüsseln praktisch lernte, bevor er buchstabieren konnte. Bevor er 14 Jahre alt war, hatte er bereits einen Motor für ein Motorrad selbst zusammengebaut.
Durch seine Freundschaft mit Paul Jr. sollte schließlich alles anders werden. Vinny erwarb sich einen Ruf als einer der zuverlässigsten Konstrukteure, nachdem Paul Jr. ihn im Jahr 2002 zu OCC geholt hatte. Im Jahr 2002 ins OCC holte. Wenn er vor der Kamera stand, behielt er die Ruhe, blieb konzentriert und zeigte seine kreative Seite. Hinter der Kamera forderte die ständige Schinderei ihren Tribut, und das machte sich bemerkbar. Ohne große Erweiterungsmöglichkeiten gibt es einen nie endenden Kreislauf von Bauarbeiten und Terminen. Im Jahr 2007 kam Vinny zu der Erkenntnis, dass er nicht mehr weitermachen konnte. Er sprach endlich aus, was er schon seit Jahren fühlte, und es war eine quälende Erfahrung für ihn. Er würde nirgendwo hingehen und bei OCC bleiben, was seine Anhänger in Unglauben versetzte. Allerdings ist Vinny nicht aus einer Laune herausgegangen. Er war in der Lage, sein Vermögen zu schützen. Seine Fähigkeiten waren entwickelt worden. Zusammen mit Cody Connolly gründete er die Firma Fee-Force Customs mit dem Ziel, Motorräder zu bauen, die nicht mehr nur aus schreienden Wettkämpfen und Fernsehserien stammen. Ihr allererstes Motorrad. Ein schnittiger schwarzer Chopper erregte viel Aufmerksamkeit. Eine Zeit lang sah es so aus, als hätte Vinny den idealen zweiten Akt für sich entdeckt. Doch dann kam die Finanzkrise von 2008. Als es um den Verkauf ging, wurden Custom Bikes, die zuvor ein florierender Luxus waren, unerreichbar. Vinny konnte sich nur auf diese Weise anpassen. Es war ein Drehpunkt. Seine ersten Jobs waren die Reparatur von ATVs und die Arbeit an Automobilen. Er kaufte teure Maschinen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, aber die Gemeinkosten waren recht hoch. Im Jahr 2013 hatte er sein Unternehmen so umgestaltet, dass es sich ausschließlich auf die Fahrzeugwartung konzentrierte. Das war zwar nicht glamourös und nicht fernsehtauglich, aber es war zuverlässig und zahlte die Rechnungen. Als Vinny für DiMartino Motorsports arbeitete, war er für die Reparatur von Fahrzeugflotten, die Restaurierung historischer Automobile und den Umbau von Motoren zuständig. Nichts zum Schreien, keine Kameras, einfach Arbeit, auf die er stolz war. In Interviews brachte er zum Ausdruck, dass er sich nach dem kreativen Geist der Vergangenheit sehnte, aber er vermisste weder den Aufruhr noch die Falschheit der Vergangenheit. Vinny hat nie aufgehört, hart zu arbeiten. Trotz allem. Im Jahr 2022 gründete er DiMartino Industries, ein Unternehmen, das sich die Treue seiner langjährigen Anhänger zunutze machte, indem es den Verkauf von Kleidungsstücken mit der Verteilung von personalisierten Werbegeschenken kombinierte. Er ging sogar so weit, die D-Max Coffee Company zu gründen und widmete sie wohltätigen Zwecken, die seiner Frau sehr wichtig waren. Geringfügige Anpassungen, aber solche, die bedeutsam waren. Sein YouTube-Kanal, der voller Unterrichtsstunden, Familienvlogs und alte Anekdoten aus den Tagen des OCC war, vermittelte seinen Bewunderern einen Einblick in den wahren Vinny, einen Mann, der mehr an der Erziehung seiner Kinder und der Konstruktion von Dingen mit seinen Händen interessiert war, als an seinem Streben nach Ruhm. Das Leben, das er zu Hause führte, war vollständig. Vinny, der seit 2001 verheiratet ist und 4 Kinder hat, verbringt seine Wochenenden damit, mit seinem Sohn Dirt-Motorräder zu fahren und mit seiner Familie Mahlzeiten zuzubereiten und zu essen. Im Gegensatz zu vielen seiner ehemaligen Fernsehkollegen hat er die Schlagzeilen von Rechtsstreitigkeiten, Kontroversen und Konkursen vermieden. Die Fans nahmen es zur Kenntnis. Sie wurde von ihnen respektiert. Sex, Nick Hansford. Obwohl Nick Hansford über 20 Jahre lang bei Orange County Choppers gearbeitet hat, ist den meisten Menschen sein Name nicht einmal bekannt. Andererseits war er nicht so laut wie die Tootles oder so schillernd wie die Designer. Er sorgte dafür, dass die Einrichtung trotz seines ruhigen Auftretens gut funktionierte. Ohne ihn wären viele der bedeutendsten Momente in der Geschichte des OCC verloren gegangen. In seiner Erzählung geht es nicht um Berühmtheit oder Drama, trotz der Tatsache, dass sich alles um ihn herum in einen Zirkus verwandelte, gelang es ihm, in seiner Arbeit solide zu bleiben, unerwartete Wendungen zu nehmen und sich selbst treu zu bleiben. Sein Geburtstag ist der 16. Mai 1978 und er wurde in Pennsylvania geboren. Als Kind kam er weder mit Fahrrädern in Berührung, noch stammte er aus einer Familie von Mechanikern. Aber als Junge hatte er Spaß daran, Dinge wie Rasenmäher und Fahrräder zu zerlegen, um seine Fähigkeit zu testen, sie wieder zusammenzusetzen. Die Erkenntnis, dass Motorräder das waren, was ihm wirklich gefiel, kam ihm erst im Alter von etwa 20 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt fasste er den Entschluss,
sich am American Motorcycle Institute in Florida zu bewerben. Durch diesen bedeutenden Umzug wurde sein Leben unwiderruflich verändert. Nick war ein Spezialist für Harley-Davidson-Motoren und Custom Work, als er die Schule besuchte. Als er 1999 seinen Abschluss machte, erhielt er Zertifikate, die ihn von anderen Absolventen abhoben. Nick war daran interessiert, Erfahrungen in der realen Welt zu sammeln. Im Gegensatz zu einigen seiner Altersgenossen, die sofort nach Berühmtheit im Fernsehen strebten. Durch seine Mitgliedschaft bei Pompano Fats Choppers, einem kleinen Unternehmen, erwarb er die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um Rahmen zu verändern und Motoren zu personalisieren. Die Aufmerksamkeit war nicht sein Ziel. Er wollte nur hervorragende Fahrräder bauen. Als im Jahr 2000 die Daytona Bike Week stattfand, änderte sich alles. Nick traf Paul Tuttle Sr. zum ersten Mal bei einer Demo-Veranstaltung. Weil Paul Sr. von Nicks Fähigkeit, ein schwieriges Getriebe zu reparieren, so angetan war, bot er ihm sofort einen Job an, nachdem er ihm bei der Arbeit zugeschaut hatte. Nick Tuttle war eine der ersten Personen, die nicht aus der Familie Tuttle stammten und eine Stelle bei Orange County Choppers annahmen. Obwohl er sich dessen damals nicht bewusst war, war er im Begriff, einen Ort zu betreten, der weit größer war als ein typisches Fahrradgeschäft. In den frühen 2000er Jahren begann OCC gerade erst, sich zu einer dominierenden Kraft zu entwickeln. Nick hielt seinen Kopf unten und arbeitete fleißig, während Paul Sr. und Paul Jr. über das Design stritten und Fernsehkameras jeden Streit aufzeichneten. Nick war derjenige, der die Arbeit zu Ende brachte. Sein erstes großes Projekt war ein Hubschrauber, den er True Blue nannte. Nick baute ein einzigartiges Doppelvergasersystem, das Motorrad weitaus kraftstoffsparender machte als alles andere, was OCC je versucht hat zu erreichen. Ein Detail, das niemandem im Fernsehen auffiel, das aber für das Ergebnis von großer Bedeutung war. Nick fand sich im Fernsehen wieder, ob er wollte oder nicht, als American Chopper im Jahr 2003 ausgestrahlt wurde. Nick war derjenige, der jedes größere Problem löste, das auftauchte, obwohl die Produzenten ihn nicht so sehr in Szene setzen wollten, weil er das Rampenlicht mied. Im Rahmen des bekannten Black Widow Hubschrauberprojekts war eine erhebliche Störung der Aufhängung gefährlich nahe daran, alles zu ruinieren. Nick arbeitete die ganze Nacht hindurch unermüdlich daran, das Projekt zu erhalten, indem er maßgeschneiderte Komponenten herstellte. Nick wurde sogar von Paul Sr. auf Video gelobt, der nicht dafür bekannt war, oft Lob zu verteilen. Hinter den Kulissen arbeitete Nick an einigen der bekanntesten von OCC hergestellten Motorräder. Er trug unter anderem dazu bei, dass das 911 Tribute Firebike mit einem massiven Hinterreifen von 240 mm und einer ausgeklügelten Aufhängung, die an die Leiter eines Feuerwehrautos erinnert, ausgestattet werden konnte. Er investierte 1200 Arbeitsstunden in das Projekt und löste sogar die Probleme mit der Überhitzung des Motorrads, kurz bevor es in New York City zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Dennoch war die Arbeit im OCC nicht immer einfach. Nick sagte in einem sehr seltenen Interview, dass die Stelle von ihm verlangte, gelegentlich 15-Stunden-Tage und 6 Tage die Woche zu arbeiten. Außerdem war er nicht immer einer Meinung mit Paul Jr. in allen Situationen. Nick war ein überzeugter Verfechter traditioneller Methoden, Wheezy, handgezeichneter Pläne, während die moderneren Designer der Meinung waren, dass alles am Computer erledigt werden sollte. Im Laufe der Zeit zog er sich immer mehr in die Einsamkeit des Unternehmens zurück. Nick führte ein ganz anderes Leben außerhalb des Unternehmens, für das er arbeitete. Im Jahr 2003 heiratete er seine Frau Stacy in einer bescheidenen, intimen Zeremonie. Nick hat es jedoch geschafft, praktisch alle Aspekte seiner Familie vor der Öffentlichkeit zu verbergen, einschließlich der Tatsache, dass sie nur ein Kind haben. Nick war finanziell verantwortungsbewusst, im Gegensatz zu einigen seiner anderen Mitarbeiter beim OCC. Nick tätigte heimlich Investitionen in Immobilien, während andere unter ihrer Sucht litten und Paul Sr. schließlich seiner Sucht erlag und Konkurs anmeldete. Im Moment wird angenommen, dass er etwa 1,2 Millionen Dollar wert ist. Im Jahr 2019 hat sich Nick von OCC getrennt. In seiner aktuellen Karriere konzentriert er sich hauptsächlich auf die Aufarbeitung alter Motorräder. Bei einer Auktion im Jahr 2022 konnte er eine Triumph Bonneville, die er repariert hatte, für mehr als $78.000 verkaufen, was dem dreifachen Wert vor der Reparatur entsprach.
Nicks berufliches Leben ist immer noch von Geheimnissen umhüllt. Einige glauben, dass er vor seiner Karriere als Techniker in der Armee gedient hat. Er hat diese Information jedoch nie bestätigt. Während eines schlammigen Rennens soll er über 40 Fahrräder in nur 2 Tagen umgebaut haben, wie einige Leute berichten. Diese besondere Anekdote wurde jedoch nie im Fernsehen gezeigt. Außerdem gibt es die seltsame Geschichte, dass ein Mann mit seinem Nachnamen für die Stadtverwaltung von Washington, District of Columbia, gearbeitet hat. Nick hat jedoch nie gesagt, ob es da eine Verbindung gab. Der Einfluss, den er hinterließ, ist kein Geheimnis. Derzeit besitzt Nick ein Patent für ein Doppelvergasersystem, das immer noch in OCC-Motorrädern verwendet wird. Er war auch maßgeblich daran beteiligt, dass das Unternehmen ein Ausbildungsprogramm ins Leben rief, in dessen Rahmen bisher mehr als 120 neue Techniker ausgebildet wurden. Welches Mitglied der Besetzung hat Ihrer Meinung nach die größte Veränderung oder das größte Comeback erfahren? Like dieses Video, wenn American Chopper Teil deiner TV-Routine war. Abonnieren Sie unser Abonnement, um mehr über Ihre Lieblingssendungen und Stars zu erfahren. Und tippen Sie auf die Glocke, damit Sie das nächste "Wo sind Sie jetzt?" nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und halten Sie das Gaspedal weit offen.